Liebe Gerlingerinnen und Gerlinger, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir blicken zurück auf ein kurioses Jahr 2020 und schauen ebenso hoffnungsvoll in das Jahr 2021. Ich grüße Sie hier aus der leeren Stadthalle und begrüße Sie ganz herzlich zu unserem ersten digitalen Neujahrsempfang in der Stadtgeschichte Gerlingens. Der letzte Neujahrsempfang im Jahr 2020, der konnte hier in der Stadthalle mit vielen Mitbürgerinnen und Mitbürgern noch stattfinden. Ich denke gerne an diese Veranstaltung zurück, in der wir die Leistungen von unserem ehemaligen Bürgermeister Georg Brenner würdigen konnten. Lassen Sie uns heute auf eine kleine Reise durch unsere Stadt mit den kommunalpolitischen Highlights aus 2020 und 2021 gehen. Denn eines ist klar, trotz Pandemie gab es keinen Stillstand in unserer Stadt. Und auch das kommende Jahr 2021, mit dem wird es uns nicht langweilig werden. Doch bevor wir loslegen, lassen Sie mich noch zu einem musikalischen Highlight überleiten. An unserem Flügel heute in der Stadthalle dürfen wir einen international renommierten Konzertpianisten begrüßen. Zu seinen vorherigen Wirkungsstätten gehören unter anderem das London Symphony Orchestra oder die weltberühmte Carnegie Hall in New York. Aufgrund der Pandemie ist er seit März letzten Jahres in seiner Wahlheimat Gerlingen zu Hause. Begrüßen Sie mit mir Tian Zhang. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Thema Wohnen ist eines der Themen in Gerlingen, das uns am meisten bewegt. Ich befinde mich hier im Bruweg 2, in unserem zukünftigen Baugebiet im Norden der Stadt. Auf knapp 13 Hektar Land sollen hier in Zukunft ca. 700 Menschen leben. Dieses Jahr sollen sogenannte archäologische Rettungsgrabungen des Regierungspräsidiums Stuttgart stattfinden. Damit sollen die archäologischen Schätze in der Erde gesichert werden, damit wir hier später bauen können. Das wird aber circa ein Jahr in Anspruch nehmen. Wir im Gemeinderat wollen die Zeit nutzen, um über bezahlbaren Wohnraum, über Verkehr, aber auch über die Energieversorgung hier im Quartier zu diskutieren und zu beraten. Bis hier die ersten Häuser im Bruweg 2 stehen, werden aber noch einige Jahre ins Land ziehen. Der Gemeinderat hat daher Ende letzten Jahres beschlossen, die Wohnraumoffensive Türöffner in Zusammenarbeit mit der Caritas in Gerlingen zu initiieren. Dabei soll leerstehender Wohnraum in ganz Gerlingen besser genutzt werden und gleichzeitig für benachteiligte Menschen dieser Wohnraum vermittelt werden. Denn eines ist klar, trotz Bruweg 2 muss auch der Innenbereich weiterentwickelt werden. Die Ditzinger Straße bringt uns nicht nur vom zukünftigen Baugebiet Bruweg 2 und von unseren geschätzten Nachbarn im Norden in Richtung Innenstadt, sondern auch direkt auf eine unserer wichtigsten Kreuzungen, die Lammkreuzung. Oder muss man inzwischen nicht schon sagen, der Lammkreisel? Wie dem auch sei, bei der Erneuerung der Haupt-, Leonberger und Ditzinger Straße handelt es sich um die größte Tiefbaumaßnahme in 2020 und 2021. Der neue Minikreisverkehr, die Haupt- und die Leonberger Straße sind bereits annähernd fertig. Die Ditzinger Straße wird in den kommenden Monaten im finalen Bauabschnitt folgen. Es wurden nicht nur umfangreiche Belagserneuerungen durchgeführt, die hatten es nötig, sondern auch Kanalarbeiten und die Verlegung von Glasfaserleitungen. Das erklärt auch die langen Bauarbeiten. Ende 2021 wird der Platz hinter mir zwischen Gusto und DRK fertiggestellt werden. Der Gemeinderat hat letztes Jahr bereits die Vorentwürfe beschlossen. Aber wie wird der neue Platz denn wohl heißen? Ein gutes neues Jahr 2021 wünsche ich Ihnen, Herr Herrmann. Das wünsche ich Ihnen auch, vor allem, dass wir gesund bleiben. Vielen Dank. Herr Herrmann, Sie sind als Leiter des Stadtarchivs und ehemaliger Stadtrat prädestiniert für die Analyse Gerlinger Stadtentwicklung. Wie haben Sie das Jahr 2020 in Sachen Stadtverwaltung wahrgenommen? Ja, da gab es natürlich Veränderungen, die nicht üblich sind. Wir hatten zum 1. Februar Sie als neuen Bürgermeister.
Wir hatten im September den Wechsel im Amt des ersten Beigeordneten. Beide kamen von auswärts und ich bin jetzt 61 Jahre alt. Ich habe nur 3 Bürgermeisterwechsel bis jetzt miterlebt. Wir haben auf der Amtsleiterebene Stabilität und eins hat sich allerdings auch wieder gezeigt, immer wenn Bürgermeister wechseln, gab es auch Veränderungen innerhalb der Stadtverwaltung. Das ist ja jetzt auch bereits umgesetzt oder in Planung, aber das können Sie sehr viel besser erklären. Ja, wir haben zunächst einmal uns die Aufbauorganisation, also die Struktur innerhalb der Stadtverwaltung auch angeschaut und in einem ersten Schritt die Zuordnung der Ämter zu den beiden Geschäftsbereichen, die ja vom Bürgermeister und vom ersten Beigeordneten verantwortet werden, überprüft. Haben dabei, grob gesagt, das Amt für Finanzen und das Amt für Jugend, Familie und Senioren sind jetzt dem Bürgermeister zugeordnet und das Thema Bauen nun dem ersten Beigeordneten. Und in einem zweiten Schritt, da wollen wir uns auch nochmal zukunftsfähig auch aufstellen in Sachen Struktur und Aufbauorganisation. Da geht es dann um Themen wie Mobilität, aber auch Digitalisierung und weitere Bereiche, die wir dann in einem zweiten Schritt auch nochmal anschauen und dann entsprechend umsetzen werden. Gerlingen gilt ja als eine finanzstarke Gemeinde, aber wie hat sich das denn jetzt ausgewirkt in der Pandemiesituation und in der Folge? Wie wird es denn da aussehen? Also das Jahr 2020 ist sicherlich auch eine Zeitenwende in Sachen Finanzen für die Stadt Gerlingen, wie so in vielen anderen Gemeinden und Städten in ganz Baden-Württemberg, aber auch in Deutschland. Die Pandemie ist aber nur ein Aspekt. Ein weiterer Aspekt ist sicherlich auch die Transformation von Schlüsselindustrien, der Automobilindustrie hier in der Region Stuttgart, wo wir natürlich in Gerlingen auch betroffen sind. Die Lage ist schon, muss man sagen, auch dramatisch. Wir hatten im Jahr 2019 knapp 58 Millionen Gewerbesteueraufkommen. Dieses Jahr bzw. im Jahr 2020 ist es abgesunken auf knapp über 25 Millionen, also mehr als die Hälfte, wo dann nach unten gegangen ist. Das ist schon eine dramatische Entwicklung. Und es zeigt auch, dass wir den Konsolidierungskurs, den wir bereits im Sommer eingeschlagen haben, auch konsequent fortführen müssen. Trotz unserer schwierigen finanziellen Situation wollen wir unsere angefangenen Großprojekte beenden und weiterhin in Bildung investieren. Hierzu gehört sicherlich auch die Sanierung und die Erweiterung der Realschule, die Sie hinter mir sehen können. Dieses Hochbauprojekt ist einzigartig in der Geschichte Gerlingens. Die Realschule wird im Bestand saniert und gleichzeitig erweitert. Sie können sich vorstellen, dies birgt einige bauliche Herausforderungen. Das Projekt hat ein Budget von knapp über 30 Millionen Euro und soll im Jahr 2022 fertiggestellt werden. Aber soll nicht schon dieses Jahr ein weiteres Großprojekt in den Breitwiesen fertig werden? Um genau zu sein, 2. Das neue Kunstrasenspielfeld hier in den Breitwiesen ist fast schon fertig und die Schlüsselübergabe an den FC Gerlingen erfolgt noch diesen Monat. Dieser freut sich schon riesig auf den neuen Platz. Und im Herbst folgt noch unsere neue Sporthalle, die hier direkt angrenzt. Diese ist konzipiert als eine reine Trainingshalle mit einem Gymnastik- und mit einem Kraftraum. Wir investieren in dieses Projekt 11 Millionen Euro. Auch die Themen Verkehr und Mobilität brennen uns unter den Nägeln. Oder besser gesagt, unter den Reifen. Dass wir Mobilität und Klimaschutz können, das haben wir im Juli bei der Aktion Stadtradeln unter Beweis stellen können. Über 500 aktive Radlerinnen und Radler, die über 100.000 Kilometer erradelt haben. Zudem planen wir als Stadt in den kommenden 2 Jahren die Erarbeitung eines Verkehrs- und Mobilitätskonzepts, das richtungsweisend für die kommenden Jahre sein wird und Antworten auf dringende Fragen bietet. Wir wollen aber auch ganz konkrete verkehrsverbessernde Maßnahmen schon heute umsetzen. Für Fußgänger, für Radfahrer und für den Individualverkehr. Zudem planen wir für 2021 die Anbindung des Breitwiesenhauses an den Stadtbus. Stichwort Anbindung. Bürger und Gewerbetreibende wollen ein schnelles Internet. Die Corona-Pandemie hat gezeigt, dass wir bei der Digitalisierung Riesenfortschritte machen in der Gesellschaft. Auch in Verwaltung und in Schulen ist einiges notwendig. Wie sieht es denn da in Gerlingen aus? Ja, auch die Digitalisierung ist in Gerlingen enorm fortgeschritten im letzten Jahr. Lassen Sie mich 3 Punkte vielleicht rausgreifen. Zum ersten den technologischen Punkt, Glasfaserausbau. Wir freuen uns darüber, dass die Deutsche Telekom im nördlichen Stadtgebiet flächendeckend ausbaut.
Weitere Stadtgebiete werden sicherlich folgen, aber wir waren mit diesem ersten Gebiet eine der ersten Städte und Gemeinden im Landkreis Ludwigsburg, die hier partizipieren konnten. Zweiter Punkt, Sie haben es angesprochen, das Thema Digitalisierung an Schulen. In der Pandemie hat man, glaube ich, enorm gesehen, dass wir hier bei dem Thema auch Tempo machen müssen. Wir wollen daher den Digitalpakt Schule konsequent umsetzen, sind dabei auch schon in Gesprächen und in Arbeit mit den Schulen, mit den Schulleitungen, mit den Lehrerinnen und Lehrern. Beispielsweise haben wir im letzten Dezember bereits 250 Tablets an die Schulen ausliefern können und die ersten Tablets gingen auch schon an die Schüler raus. Das haben mir die Schulleiter noch berichten können, dass man jetzt auch im Januar, wenn der Fernunterricht fortgesetzt werden muss, dann auch diejenigen Schüler, die die Tablets benötigen, dass die dann auch bei denen entsprechend ankommen. Ein dritter Punkt, Digitalisierung in der Verwaltung. Hier geht es natürlich um papierloses Büro, aber natürlich auch, wir wollen da auch vorangehen, als Gemeinderat digitale Ratsarbeit mit Tablets, die Sitzungen, die Gremiensitzungen bestreiten. Hier haben wir einen Piloten auch bereits im letzten Jahr gestartet und werden es dann auch flächendeckend dann im nächsten Jahr, im Jahr 2021 auch umsetzen. Und ich habe beispielsweise meine erste Gemeinderatssitzung im Dezember mit einem Tablet bereits führen können. Gerlingen hat sich beworben, Fairtrade Town zu werden. Das heißt, man will Produkte des alltäglichen Bedarfs, wie so Kaffee, wie Tee, wie Schokolade, wie andere Dinge, nur beziehen, wenn sie aus fairem Handel kommen und nicht schädlich sind für Mensch und Umwelt. Was hat sich denn da getan und wie will man auch regionale Produkte damit einbringen? Ja, wir haben im letzten Jahr vor der Sommerpause noch den Beschluss im Gemeinderat gefasst, dass wir uns auf den Weg machen wollen, Fairtrade Town zu werden und werden jetzt die einzelnen Kriterien, die dazu notwendig sind, abarbeiten. Da gehören einzelne Veranstaltungen dazu, aber insgesamt auch den Gedanken von fairem Handel in Gerlingen zu etablieren. Wir sind ja schon ziemlich weit und ich bin da guten Mutes, dass wir da im Jahr 2021 auch die Fairtrade-Zertifizierung dann bekommen können. Wir sehen aber den fairen Handel als einen Baustein in der Beschaffung der Stadtverwaltung oder auch insgesamt auch in der Stadt. Ein anderer Baustein ist sicherlich, Sie haben es angesprochen, die regionale Beschaffung und so entsteht ein gesamtes Bild, wie wir unsere Beschaffung eben auf unterschiedliche Bausteine, auf unterschiedliche Säulen dann eben stellen möchten. Lassen Sie uns abschließend noch zu den Jubiläen 2020 kommen, Hermann. Was waren Ihre herausragenden Ereignisse aus dem Jahr 2020? Ja, wir hatten letztes Jahr den 200. Geburtstag des in Gerlingen geborenen Missionars Johannes Rebmann, der lange in Ostafrika gewirkt hat und als erster Europäer nach Europa gemeldet hat, dass der höchste Berg Afrikas das ganze Jahr über Schnee bedeckt ist, nämlich der Kilimanjaro. Das wird ihm gar nicht geglaubt, aber das ist heute allen bekannt. Ein weiteres Jubiläum war, dass vor 100 Jahren der Gemeinderat eine Frau zur Ortsärztin wählte, Frau Dr. Antonia Loos. Damals hat der Gemeinderat den Arzt gewählt für eine Gemeinde und dass man das damals schon einer Frau in Gerlingen zugetraut hat, das war tatsächlich etwas Besonderes. Und dann wurde der Jugendgemeinderat 25 Jahre alt. Die 14- bis 18-jährigen Gerlinger wählen alle 2 Jahre seit 25 Jahren eine eigene Vertretung. Über 200 junge Leute haben dort schon mitgewirkt in den letzten 25 Jahren und vieles erreicht. Die Graffiti-Wand hinter der Schwimmhalle ist ein Beispiel. Die Pump-Track für die Skater ist ein weiteres Beispiel in dieser Gegend. Dann gibt es eine Halfpipe, auch für Skateboardfahrer bei der Breitwiesenschule. Das Anrufsammeltaxi, das jetzt auch schon über 20 Jahre besteht. Und so haben viele junge Gerlinger lernen können in den letzten Jahren, wie Kommunalpolitik funktioniert, wie schwierig auch manches ist, wie man aber auch Dinge umsetzen und langfristig für die Jugend positiv erreichen kann. Ich persönlich freue mich auch als Vorsitzender des Jugendgemeinderats, dort auch aktiv mitzuarbeiten und die Themen des Jugendgemeinderats auch entsprechend vorantreiben zu können. Wenn wir ins neue Jahr 2021 blicken, was sind dort Ihre Highlights, die Sie entsprechend ins Auge gefasst haben? Ja, die Orgel in der Petruskirche wird 100 Jahre alt. Zunächst mal nichts Besonderes, nur die wurde 1921 mit vielen Schulden neu erworben und man hat gedacht, dass es viele Jahre dauert, bis die Schulden abgetragen sind.
Nur durch die Inflation war die Kirchengemeinde 2 Jahre später schuldenfrei. Wahrscheinlich eine der ganz wenigen Punkte, wo sich die Inflation 1923 positiv ausgewirkt hat. Ein weiteres Jubiläum ist, dass vor 75 Jahren 2 ganz große Transporte mit Vertriebenen nach Gerlingen gekommen sind, und zwar im April die Ungarndeutschen, vor allem aus Schambeck, aus Duna Bogdan, und dann im Juni ein Transport mit Sudetendeutschen. Und diese Vertriebenen, die man damals Flüchtlinge genannt hat, hatten schon Probleme zunächst mit der Integration. Sie waren katholisch, die Gerlinger Bevölkerung war evangelisch, aber man kann, glaube ich, heute sagen, die Vertriebenen waren eine Bereicherung für Gerlingen, und heute ist die Integration in vollem Umfang geglückt und Altgerlinger und ehemalige Vertriebene machen keinen Unterschied mehr. Und dann ist noch eine Besonderheit, dass sich vor 50 Jahren fast zeitgleich völlig unterschiedlich voneinander 2 Faschingsvereine gegründet haben, die Kontakter und 1971 der FFC, der Frohe Faschingsclub, dass in einer Stadt wie Gerlingen 2 Faschingsvereine über 50 Jahre aktiv arbeiten und mit zum kulturellen Leben beitragen, das ist durchaus auch eine Besonderheit. Vielen Dank, Herr Herrmann, für dieses Gespräch zum Jahresauftakt. Ja, hier auf dem Rathausdach endet unsere Reise durch die kommunalpolitischen Highlights aus 2020 und 2021. Gemeinsam mit unserem neuen ersten Beigeordneten Stefan Altenberger möchte ich die Gelegenheit nutzen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus der Stadtverwaltung für den enormen Einsatz in der Pandemie zu danken, aber auch für alle weiteren Aufgaben und Projekte für Gerlingen. Euer Engagement ist spitze. Vielen Dank. Ebenso möchte ich dem Gemeinderat danken für das Vertrauen in diesem schwierigen Jahr. Ich möchte auch danken dem Gemeinderat für die konstruktiven Beratungen und Entscheidungen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit im neuen Jahr. Ich bin hier gut gestattet, trotz der Pandemie in Gerlingen, und ich bin hier auf eine aktive, solidarische Bürgerschaft getroffen. Deswegen möchten wir uns auch bei dieser Bürgerschaft bedanken, bei den Vereinen, bei den Hilfsorganisationen wie der Freiwilligen Feuerwehr hier in Gerlingen und den sonstigen Organisationen. Ja, sehr richtig. Ich will gar nicht wissen, was hier jetzt los ist ohne die Pandemie. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das war unser erster digitaler Neujahrsempfang. Normalerweise würden wir jetzt nach dem Empfang gemeinsam mit einem guten Glas Wein, natürlich hier aus Gerlingen, gemeinsam anstoßen und auch ins Gespräch kommen. Das ist leider aufgrund der Pandemie nicht möglich, deswegen übernehmen wir hier ganz digital den Anstoß. Wenn Sie aber Fragen oder Anregungen zum Neujahrsempfang haben, zu den Themen, die wir angesprochen haben, dann melden Sie sich gerne, schreiben Sie uns an. Die Kontaktmöglichkeiten, die finden Sie unterhalb des Videos. Ja, liebe Gerlinger, wir wünschen Ihnen ein hoffnungsvolles und gesundes neues Jahr 2021. Und wir freuen uns auf den nächsten Neujahrsempfang, dann live in Farbe und ganz analog hier drüben in der Stadthalle. Wir gehen jetzt nochmal genau darüber zu Tian Chang, der uns noch mit schönen Klängen aus der Stadthalle den Abschluss machen wird.
Na dann, cheers! Cheers!